Und es läuft doch ein bisschen besser. Let's see if the bus story checks out. There's a depot at 1660 Beverly Boulevard. Okay, gut, braucht man halt doch für lustige Fragen oder wir können zum Ballroom können wir ja gar nicht gehen. Nee, aber wenn man halt sich kurz Zeit lässt und mal drauf guckt, wow. Still no hard evidence on any of them. Was sind wir schon wieder? 11K, go ahead. Patrolman reporting that Bobby Ross's car game is breaking up at midnight. 11K, roger that. Plenty of time to get downtown, Cole. It's possible. Have them bring him in. KGPL, we have Lars Carlson picked up. 11K, roger. Okay, boah. Ist halt doch mal wichtig, da hochzugucken, ne? Also, ich glaube, der Clou ist einfach bloß zu gucken, ob die irgendwo ihre Augen abwenden oder das Gesicht ein bisschen komisch verziehen und das war's dann auch schon. So werde ich jetzt das wahrscheinlich angehen. Endlich mal. Es funktioniert auf jeden Fall besser, funktioniert halt nicht immer. Ne, hat man ja auch gesehen. Jesus, Phelps! Aber dieses aus dem Bauch raus, ob ich dem vertraue oder nicht, anhand dessen, wie meine Einstellung zu dem von vorab ist halt vielleicht ein bisschen schwierig, weil ich da meistens eher so, naja, ich kann es mir dann vielleicht schwierig vorstellen, dass der Schulter so wie beim Ehemann halt, ne, wo ich halt alles verkackt habe. Wow. Okay, soll ich jetzt den richtigen Bus finden oder soll ich drinnen irgendwie die Leute befragen? Also, ne, die warten da ja nur. And thank you, ma'am. You have a safe trip now. Where are you boys headed today? LAPD. We're after the driver of All-American 249. Would have been around midnight onwards last night. Just a minute. Frank Zeffirelli. He's your man. Where can we find him? Frank is out on the 7-4. Can you tell us the route? Hang on. I should have it mapped out here somewhere. It's about time some of those new. Okay, war ich ein bisschen zu voreilig, glaube ich. Was soll ich jetzt hier weiter untersuchen? Oder habe ich... Ja gut. Würde schon... Oh nein. I need to run the loop. Kann die mir auch sagen, wo der ungefähr sein müsste? Also ranzoomen oder so kann ich ja nicht. Aber es geht ja auch nach Zeitplan, ne? Das anhand... No, we're not gonna drive the whole thing, are we? Won't take long. We have a siren. Na toll. Okay, ich dachte eigentlich, vielleicht kann die gute Frau uns ja sagen, wo... Okay, das krisselt jetzt, also der rote Streifen krisselt auch bei mir jetzt so. Das scheint normal zu sein. Nee, ich wollte gerade sagen, dass die gute Frau vielleicht sagen kann, okay, der ist um die Uhrzeit. Es gibt ja nicht umsonst Ankunftszeiten und Abfahrtszeiten so, ne? Dass der theoretisch jetzt um die Zeit mit der Linie da sein müsste. Ja. Wo ist denn jetzt unser... Oh, Junge, Mann. Steig ein jetzt hier. All-American 7-4, let's go get him. Ja, machen wir aber. Wisst ihr, was wir machen? Ich weiß jetzt nicht, wie der fährt, welche Richtung, aber ich tue das einfach mal rückwärts aufwiegeln. This could be a long trip, Cole. Or it could be a short one. And here's me without my hip flask and only a pain in the ass for company. Way to kick off the drive in high spirits, Rusty. Comments like that put me in just the right mood for some legwork. Touchy. You know what your problem is? You don't like hard work.
This kind of rigorous search is what police work is all about. Discipline. Save it, Phelps. You're just as bored as I am. Alter. Das Ding ist, ja, wir haben eine Sirene, aber ich will die im LP ehrlich gesagt nicht laufen lassen, weil die relativ laut ist. Außer wir würden damit wirklich schneller fahren. Und das Gefühl habe ich ja nicht. Die weichen uns zwar eher aus. Warte mal. Nö, ich wollte eigentlich bloß mal gucken, ob wir vielleicht dadurch doch einen kleinen Geschwindigkeitsboost kriegen. Ich hoffe aber, er sagt mir rechtzeitig Bescheid, wenn ich den Bus dann finde, ne? Das Problem ist, es geht jetzt hier mehr oder weniger durch die ganze Stadt. Es kann natürlich auch sein, dass wir noch ein paar Nebenfälle hier abends gleich mit lösen können, während wir hier irgendwie auf der Route sind. Ich hoffe bloß, wenn das so sein sollte, ich davon abweiche, dass ich dann mir genau angucke, in welche Richtung ich da auf der Map fahre. Ansonsten... Nope, still no sign of him. Did you doze off, Rusty? I think you slept through my solving the case. Yeah, very funny. Just give me a nudge if you see him, all right? How about you nudge me? I think that's a... There's the bus, Cole. Turn on the siren and pull her over. There's some kind of problem, buddy? LAPD, we're investigating a murder. You had a sailor and a woman in a green dress on your bus late last night? That's correct. And the woman got off first, around 2 a.m.? Yeah, that's right. And the sailor stayed on all the way to downtown, Can you tell us where you let the woman off? on California Street. To tell you the truth, she looked a little lost, like she got off on the wrong stop or something. I didn't like dropping her off near that hobo camp. You've been a big help, Mr. Zeffirelli. Okay. Hat's... Ja. So Hat voll viel gebracht. by the seat of his bell-bottom trousers. He left her brought alive. Left her by the hobo camp. Which means he's as good as killed her. We can't eliminate any of them, but the disfigured man should be our starting point. I'm gonna call for some backup. These bows hate cops. Okay, heißt also, ich muss nochmal zum Obdachlosencamp, ne? Ach so, jetzt ist das auch da. Okay. Waren wir am Anfang, glaube ich, unserer Mission schon mal gewesen, ne? Wo ich dann den Herrn leider nicht gefunden habe. Und so aggressiv, ganz ehrlich, kamen die mir jetzt nicht rüber. Aber zumindest so, wie ich es noch in Erinnerung habe. Keine Ahnung, was das für ein komischer Soundfall jetzt gerade war. Aber wir kicken mal. Also ich weiß... Also das hat man definitiv gehört. Was sollen denn jetzt die spannenden Soundfiles, Alter? Wir fahren doch bloß ganz einfach nur. Oder hat sich da irgendwas falsch reingetüdelt und es sollte eigentlich Musik spielen? What? Bisschen wild, ne? Bisschen sehr wild. Okay, geht das? Also, dass ich dann die richtige Stelle komme, war das nicht, dass ich mich hier auch schon mal mehr oder weniger verfahren hatte? LAPD, we'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. 6 rounds won't get us far. I need you to stay copacetic, Phelps. You need to hold out to the cavalry battle. How do we do that? Like this. Buckshot came down, Phelps. You want your rightful Killing share. make you feel We powerful. need to fight for... What's your name? Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. Okay, unser Pater eskaliert ein bisschen schnell, ne? Toss it and see what you find. Ja, ja. Oh. Schon länger keine Zeitung mehr gehabt.
still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts, and they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest. My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. We want you to negotiate, Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. For God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. Okay, ist es die vierte oder ist es jetzt die dritte gewesen? Die vierte. Die Sache ist, ich weiß nicht, ob man das chronologisch finden kann oder nur finden kann. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe von der letzten Zeitung, die wir hatten, als ob da wie ein Stück gefehlt, weil wollte er die Dings nicht annehmen? Also eigentlich verweigern, das Geschäft mit den Dealern? Oder es fehlt halt einfach was. Und was ich gerade bemerkt habe, leider Gottes, ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht, wie Viehzeug hier großartig reinkommen kann, weil meistens sind einige Fenster geschlossen und da das heute bis 30 Grad werden soll und ich die Hitze hier nicht reinlassen will und heute früh noch keine Biene oder Wespe oder so hier drinne war. Ich hoffe, mich lenkt das nicht zu sehr ab und dass sie sich irgendwo hinsetzt und mich in Ruhe lässt. Zumindest während der Aufnahme. Wenn ich dann irgendwann mich erschrecke, nicht wundern. Ne? Weil ich weiß, das kommt mir sehr bekannt vor. Looks familiar. Safe bet it'll match the mark under Teresa Terrelson's chin. Ja, kann ich das auch wieder weglegen? Danke. Ja, also nicht, dass ich irgendwie eigentlich Angst vor denen hätte, weil ich wurde ja auch schon ein-, zweimal gestochen und da ist jetzt auch nichts passiert. Also allergisch oder so bin ich Gott sei Dank nicht. Aber ja, muss ja nicht unbedingt sein. Hä? Ackermann doesn't look like much of a dancer. Ja, okay. Passt aber noch nicht so ganz zu den Aussagen, außer ihr ist gefolgt. Also, okay, das Foto interessiert ihn nicht. Das Seil ist eigentlich mit das Wichtigste, warum er das Beweismaterial nicht mitnimmt. Okay, ich schätze mal erstmal zum Revier und befragen, oder? Und Alter, ist das dunkel. Sollten wir nochmal zum Wohnsitz? Ich weiß nicht, warum der immer noch angegeben ist. Also mit dem Vater kann ich ja... Oder mit dem Vater, mit dem Mann kann ich ja nicht. No real motive other than neglect. Jessup's alibi checks out. Bates is a recidivist. He'll be pulling the same stick until we put him away for good. Ackermann has
History, opportunity, hard evidence. What motive? We have the evidence. We know she was here. All we need is a confession and we can charge her. Give me a break! Ach komm, Alter, was kann ich denn dafür? Run, you fucking idiots! Und wenn der das... Sorry, aber wenn die ihn jedes Mal vor die Karre latschen müssen, also bitte. Da muss er aber jetzt nicht so tun. Manchmal... Warum muss ich immer an einem Scheiß schuld sein? Besonders im Straßenverkehr. So, na mal gucken, ob Herr Ackermann, ne? Ob er sich rausreden kann, aber wahrscheinlich weniger. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind nah dran am Ende. Also von dem Fall zumindest. Aber es ist halt dann wieder nicht unser Mann. Obwohl ich habe halt immer noch einen Verdacht. Wie den Weg? Wo denn? Wie denn? Was denn? Wo ist er denn? Wo ist er? Hey, der wird doch wohl in irgendeinem... Du hast gesagt, hier lang und jetzt bleibst du hier an der Ecke stehen. Willst du mich verarschen, Mann? Oder ist der wieder wie Rom 1? Oh. Ackermann, you were in the Marines. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Why did you kill Mrs. Terrelson? I have no recollection of the people I have killed. You hate women, Ackermann? More than you could ever imagine. How much did you hate Mrs. Terrelson? I ache to put my seed in them. Afterwards, I have no use for them. A bus driver dropped Mrs. Terrelson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. You are clearly insane, Ackermann. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Where were you around 2 a.m. last night? At the camp. You have an alibi? Someone reliable. Someone who will be around on the day of the trial. Fuck your trial. The capitalist system needs another victim from amongst the masses. So be it. Stuart Ackermann, I am charging you with the murder of Teresa Terrelson. A man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society, I cannot stomach. Maybe poor Teresa Terrelson will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. And now my heart's a blazing